Lektion 1: Künstlerische Inspiration. Hey Anna, ich habe gehört, dass du an einigen neuen Kunstprojekten gearbeitet hast. Hey, wie läuft das? Es ist wirklich gut gelaufen. Ich habe mit einigen neuen Farbpaletten und Techniken experimentiert. Das ist großartig. Welche Farben hast du in letzter Zeit in deine Arbeit einfließen lassen? Nun, ich habe mich wirklich zu satten, erdigen Tönen hingezogen gefühlt, wie tiefe Rot-, Orangen- und Brauntöne. Ich finde sie so warm und einladend. Oh, das klingt nach wunderschönen Farben. Sie würden ein so gemütliches, natürliches Gefühl erzeugen. Genau. Ich habe auch mit einigen kräftigeren, lebendigeren Farben herumgespielt. Blaugrüne, fuchsiafarbene und sonnengelbe Akzente. Wow, das ist eine wirklich interessante Mischung. Der Kontrast zwischen dem Erdigen und dem Hellen muss für einige markante Stücke sorgen. Definitiv. Ich finde, dass die Kombination dieser beiden Farbschemata wirklich faszinierend ist. Ich wette, es verleiht ihrer Kunst wahrscheinlich eine solche Tiefe und visuelles Interesse. Lektion 2: Fitnessspaß. Hey Anna, warst du in letzter Zeit im Fitnessstudio? Sie haben einige wirklich coole neue Geräte. Nein, ich war schon eine Weile nicht mehr dort. Welche Art von neuer Ausrüstung haben Sie? Nun, sie haben diese tollen Laufbänder, die das Bergauffahren simulieren können. Und die stationären Fahrräder sind wie interaktive Videospiele. Wow, das klingt super lustig. Die würde ich gerne ausprobieren. Vielleicht könnten wir irgendwann zusammen hingehen? Unbedingt. Wir könnten einen ganzen Tag daraus machen, etwas Cardio machen, Gewichte heben und uns danach einen gesunden Smoothie gönnen. Klingt nach einem Plan. Ich suche immer nach neuen Wegen, um aktiv und motiviert zu bleiben. Außerdem wird es toll sein, während des Trainings auf dem Laufenden zu bleiben. Ganz gewiss. Ich finde, wenn ich mit einem Freund trainiere, vergeht die Zeit so viel schneller. Und wir können uns gegenseitig dazu drängen, neue Dinge auszuprobieren. Definitiv. Ich freue mich darauf, mir die neuen Geräte des Fitnessstudios anzusehen. Das wird ein lustiges Fitnessabenteuer. Ich kann es kaum erwarten. Es wird eine großartige Möglichkeit für uns sein, in Form zu kommen und auch ein bisschen zu lachen. Lektion 3: KI-Assistent. Hey Anna, hast du von dem neuen KI-Assistenten gehört, über den alle reden? Nein, habe ich nicht. Was ist es? Es ist, als hätte man einen virtuellen Assistenten, mit dem man alles fragen kann. Sie können Antworten erhalten, bei Aufgaben helfen und sogar Gespräche mit ihm führen. Wow, das klingt unglaublich. Was für Dinge kannst du danach fragen? Buchstäblich alles von der Recherche über die Analyse bis hin zum kreativen Schreiben. Es ist, als hätte man einen sachkundigen Freund, den man jederzeit konsultieren kann. Das ist so cool. Ich bin wirklich neugierig, es auszuprobieren. Wie erhält man Zugriff auf diesen KI-Assistenten? Es ist eigentlich ziemlich zugänglich. Sie können eine App herunterladen oder die Webversion verwenden. Und das Beste daran ist, dass die Nutzung kostenlos ist. Das ist großartig. Das werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Es könnte für alle möglichen Dinge so hilfreich sein, von Schulprojekten bis hin zu alltäglichen Aufgaben.
Absolut. Ich denke, es wird die Art und Weise, wie wir Informationen und Unterstützung erhalten, revolutionieren. Es ist, als hätten Sie einen persönlichen Experten zur Hand. Lektion 4. Die Calgary-Stampede. Hey Anna, hast du von den Plänen gehört, die Calgary-Stampede zurückzubringen? Die Calgary-Stampede? Damit kenne ich mich nicht aus. Was ist es? Es ist diese große Rodeo- und Wildwest-Show, die früher ein großes Ereignis in Calgary, Alberta, war. Aber es ist schon eine Weile nicht mehr passiert. Oh, das klingt wirklich interessant. Warum haben Sie beschlossen, es zurückzubringen? Nun, offenbar hat sich eine Gruppe von Geschäftsleuten aus Calgary zusammengetan und $25.000 bereitgestellt, um die Stampede wiederzubeleben. Sie wollten das Cowboy-Erbe der Stadt feiern. Das ist echt cool. Ich wette, es wäre eine tolle Erfahrung, daran teilzunehmen. Welche Veranstaltungen und Aktivitäten sind Teil der Calgary-Stampede? Oh, alle möglichen klassischen Rodeo-Events wie Bullenreiten, Kalbsraufen und Fassrennen. Außerdem gibt es in der Regel Karnevalsfahrten, Live-Musik und viel Essen und Trinken. Das klingt nach einer Menge Spaß. Ich würde gerne gehen, wenn ich jemals die Gelegenheit habe, Calgary zu besuchen. Die Wiederbelebung einer solchen kulturellen Veranstaltung muss für die Gemeinschaft wirklich aufregend sein. Definitiv. Ich denke, es wird viel Energie und Stolz in die Stadt zurückbringen. Ich freue mich sehr darauf zu sehen, wie die neue Calgary Stampede ausgeht. Lektion 5. Meuterei auf der Bounty. Hey Anna, wusstest du, dass in der britischen Marine Meuterer normalerweise nicht gehängt wurden? Wirklich? Das wusste ich nicht. Ich dachte, Meuterei würde immer schwer bestraft. Normalerweise ja. Aber es gab einen berühmten Fall, in dem die Meuterer nicht hingerichtet wurden, obwohl sie das Schiff übernommen hatten. Wow, das ist wirklich interessant. Was ist in dem Fall passiert? Es war die Meuterei auf der HMS Bounty im Jahr 1789. Die Besatzung meuterte gegen den Kapitän, wurde aber nicht gehängt, als sie gefasst wurden. Das ist so überraschend. Warum wurden die Meuterer nicht härter bestraft? Nun, es ist eine etwas komplizierte Geschichte. Der Captain, William Bligh, war dafür bekannt, ziemlich grausam und missbräuchlich zu sein. Die Meuterei wurde also als einigermaßen gerechtfertigt angesehen. Ich verstehe. Also wurden die Meuterer ungeschoren davonkommen, weil der Captain sie misshandelt hatte? Exakt. Die britische Admiralität entschied, sie nicht hinzurichten, und sie wurden einfach zurück nach England geschickt, um vor Gericht gestellt zu werden. Lektion 6. Das Entrumpelungsdilemma. Hey Anna, hast du schon mit deinem Frühjahrsputz angefangen? Noch nicht, aber ich wollte es schon. Ich habe so viele Sachen in meinem Schrank, die ich nie mehr trage. Ich kenne das Gefühl. Ich habe gerade meinen Schrank durchsucht und am Ende eine Menge Klamotten gespendet, die ich nicht brauche. Das ist eine tolle Idee. Das sollte ich wirklich auch tun. Aber manchmal ist es so schwer, Dinge loszulassen. Ich höre dich. Es kann schwierig sein, sich von Sachen zu trennen, auch wenn du weißt, dass du sie nicht benutzt. Aber wenn du es einmal tust, fühlt es sich so erfrischend an. Du hast recht.
Ich glaube, ich werde einen Tag draus machen und meinen Kleiderschrank richtig in Angriff nehmen. Organisiere alles und entscheide, was du behältst und was du spendest. Fantastisch. Ich finde, es hilft, skrupellos zu sein. Wenn du seit einem Jahr nichts mehr getragen hast, ist es wahrscheinlich an der Zeit, es loszulassen. Guter Punkt. Ich neige dazu, Dinge für alle Fälle aufzubewahren, aber realistischerweise werde ich das meiste davon wahrscheinlich nie wieder tragen. Exakt. Und es zu spenden bedeutet, dass jemand anderes davon Gebrauch machen kann. Es ist eine Win-Win-Situation. Lektion 7: Babe Ruths Dominanz. Guten Morgen. Wusstest du, dass Babe Ruth berühmt wurde, weil sie nicht nur eine, sondern mehrere Sportarten dominierte? Wow, wirklich? Das mit Babe Ruth wusste ich nicht. In welchen anderen Sportarten hat er sich neben Baseball hervorgetan? Nun, er war ein ziemlicher Athlet. Babe Ruth war in seinen frühen Tagen tatsächlich ein talentierter Basketball- und Fußballspieler. Das ist unglaublich. Ich hielt ihn immer nur für eine Baseball-Legende. Was hat ihn dann dazu gebracht, sich auf Baseball zu konzentrieren? Offenbar missachtete Babe Ruth konventionelle Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit. Seine Fähigkeiten auf diesem Gebiet stellten die damaligen Geschlechternormen in Frage. Faszinierend. Es ist erstaunlich, wie er in so vielen verschiedenen Sportarten hervorragende Leistungen erbringen und gleichzeitig Grenzen überschreiten konnte. Babe Ruth muss ein unglaublicher Athlet gewesen sein. Absolut. Seine Multisportdominanz und seine unkonventionelle Persönlichkeit machten ihn zu einer wahren Ikone seiner Zeit. Ich bin wirklich fasziniert, mehr über Babe Ruths vielfältige sportliche Karriere zu erfahren. Er klingt wie eine faszinierende historische Figur. Ich stimme zu. Er hat so viel mehr zu bieten als nur sein Baseball-Erbe. Es ist eine großartige Geschichte von sportlicher Vielseitigkeit und Pioniergeist. Lektion 8: Pastellkleider für die Abendgarderobe. Hey Anna, hast du die neue Abendgarder-Kollektion im Laden gesehen? Nein, ich hatte noch keine Gelegenheit, es mir anzusehen. Was hältst du davon? Sie haben einige wunderschöne Pastellkleider, die perfekt für Sommerabende wären. Oh, pastellfarbene Kleider klingen wunderschön. Welche Farben hatten sie? Sie hatten sanfte Rosa, Lavendel und Minzgrüntöne. Sehr romantisch und elegant. Diese Farben klingen so verträumt. Ich wette, sie würden für eine Sommerhochzeit oder eine Gartenparty umwerfend aussehen. Absolut. Die Stoffe sahen auch sehr hochwertig aus, nicht zu schwer für das wärmere Wetter. Das ist toll zu hören. Ich muss im Laden vorbeischauen und einen Blick darauf werfen. Pastellkleider sind so ein wunderschöner Trend. Auf jeden Fall einen Besuch wert. Die gesamte Abendgarderobe sah in dieser Saison wirklich gut aus. Lektion 9: Die Entwicklung der Betriebssysteme. Hey Anna, hast du von den neuesten Entwicklungen bei Betriebssystemen gehört? Nein, das habe ich in letzter Zeit nicht verfolgt. Was gibt es Neues in der Welt der Betriebssysteme? Nun, Programme wie MS-DOS, Unix, Macintosh und Windows sind im Laufe der Jahre entstanden. Ah ja, das sind einige der wichtigsten Betriebssysteme, die das Personalcomputing geprägt haben. Wie haben sie sich entwickelt?
Jedes hat neue Funktionen und Fähigkeiten auf den Tisch gebracht. MS-DOS war eines der frühesten, gefolgt von den grafischeren Unix- und Macintosh-Systemen. Und Windows hat den PC-Markt wirklich lange dominiert, oder? Exakt. Windows basierte auf den GUI-Konzepten Graphical User Interface, die von Macintosh entwickelt wurden, und wurde für die meisten Benutzer zum de facto Standard. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich Betriebssysteme weiterentwickelt und die Art und Weise, wie wir mit Computern interagieren, verändert haben. Definitiv. Die Entwicklung der Betriebssysteme war in den letzten Jahrzehnten ein wichtiger Treiber des technologischen Fortschritts. Lektion 10. Den Food Court erkunden. Hey Anna, warst du in letzter Zeit in der neuen Mall in der Innenstadt? Nein, ich hatte noch keine Gelegenheit, es mir anzusehen. Was hältst du davon? Es ist ziemlich nett. Eine Sache, die mir sehr gut gefallen hat, war der Food Court. Ah ja, die meisten Einkaufszentren haben heutzutage einen Food Court. Was hältst du von den Optionen? Nun, der Food Court dort hat ein Dutzend oder mehr verschiedene Restaurants und Gaststätten. Wow, das ist eine Menge Abwechslung. Was für Essen hatten Sie? Alles von Fastfood-Ketten bis hin zu ethnischen Spezialitäten. Es gab eine Menge Möglichkeiten. Das ist großartig. Der Food Court ist eine sehr bequeme Möglichkeit, verschiedene Lebensmittel an einem Ort zu probieren. Definitiv. Und der offene Grundriss mit all den Tischen und Stühlen macht es zu einem schönen Ort zum Sitzen und Entspannen. Lektion 11. Eine größere Welt jenseits der Schule. Hey Anna, hast du gesehen, wie groß das Schulgebäude aussah, als wir ankamen? Ja, ich war erstaunt, wie riesig und einschüchternd die Schule im Vergleich zu unserer alten war. Ich weiß, oder? Es war, als würde sich uns eine ganz neue Welt öffnen. Definitiv. Der Weg von einer kleinen Schule in der Nachbarschaft zu diesem riesigen Campus war anfangs etwas überwältigend. Aber es war großartig, sich an die neue Umgebung und all die Möglichkeiten, die sie bietet, anzupassen. Absolut. Jenseits unserer alten Komfortzone gibt es einfach noch so viel mehr zu entdecken und zu entdecken. Exakt. Es ist, als wären wir Vogelbabys, die fliegen lernen, bereit, es mit der großen Welt da draußen aufzunehmen. Das ist eine großartige Analogie. Es fühlt sich an, als würden wir unsere Flügel ausbreiten und ein viel größeres Bild sehen. Ja, es ist sowohl aufregend als auch ein bisschen entmutigend. Aber ich freue mich, dass wir es zusammen erleben dürfen. Lektion 12. In einem Monat. Hey Anna, ich denke darüber nach, mir einen Monat freizunehmen, um voll und ganz in das Erlernen einer neuen Sprache einzutauchen. Was denkst du? Das klingt nach einer großartigen Gelegenheit, John. Eine neue Sprache zu lernen kann so lohnend sein. Ich freue mich riesig darauf, bin aber auch ein bisschen nervös. Ich habe mir noch nie so viel Urlaub genommen. Ich verstehe das Zögern, aber ein einmonatiges Eintauchen könnte einen großen Unterschied in Ihren Sprachkenntnissen machen. Haben Sie sich irgendwelche Programme oder Kurse angesehen? Ich habe nach einigen Immersionsprogrammen im Ausland gesucht, bin mir aber nicht sicher, welches am besten zu mir passt. Nun,
ich helfe Ihnen gerne dabei, die Optionen zu prüfen. Wo willst du hingehen? Ich denke über Spanien oder Italien nach. Diese Kulturen haben mich schon immer fasziniert. Beides wäre eine tolle Wahl. Sie sollten diejenige auswählen, die Ihren Interessen und Ihrem Lernstil am besten entspricht. Das ist ein gutes Argument. Ich muss die Vor- und Nachteile der einzelnen Standorte abwägen. Lektion 13: Picknick im Park. Hey Anna, lass uns dieses Wochenende ein Picknick im Park planen. Es wird eine großartige Gelegenheit sein, das schöne Wetter zu genießen. Klingt nach einer wunderbaren Idee, John. Ich würde gerne etwas Zeit im Freien verbringen. Hervorragend. Wir sollten eine Liste machen, was wir mitbringen müssen: Decken, Snacks, vielleicht ein paar Spiele. Toller Vorschlag. Wir sollten frisches Obst, Sandwiches und vielleicht ein paar Kekse zum Nachtisch einpacken. Oh, und vergiss nicht die Limonade oder den Eistee, um uns mit Feuchtigkeit zu versorgen. Definitiv. Und wir sollten einen tragbaren Lautsprecher mitbringen, damit wir etwas Musik hören können. Gute Entscheidung. Das wird ein nettes Ambiente für unser kleines Picknick schaffen. Absolut. Und wir können einen Frisbee oder ein Rasenspiel mitbringen, um uns zu unterhalten. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich sehr darauf. Es wird eine schöne Abwechslung von der gewohnten Routine sein. Lektion 14: Fitnessfreunde. Hey Anna, hast du in letzter Zeit irgendwelche neuen Workouts ausprobiert? Ich habe versucht, meine Routine durcheinander zu bringen. Hallo John, ich habe mit verschiedenen Übungen experimentiert. Hast du von HIIT-Training gehört? Es ist wirklich intensiv, aber ideal zum Verbrennen von Kalorien. Treffer? Das klingt interessant. Welche Bewegungen gehören dazu? Es ist eine Mischung aus hochintensiven Cardio-Bursts und Krafttraining. Dinge wie Hampelmänner, Bergsteiger und Kniebeugen mit Overhead-Pressen. Wow, das klingt intensiv. Normalerweise bleibe ich einfach beim Joggen und Gewichtheben. Denkst du, HIIT wäre eine gute Ergänzung zu meiner Routine? Definitiv. HIIT ist perfekt, um die Ausdauer zu steigern und Muskeln aufzubauen. Fangen Sie einfach langsam an und hören Sie auf Ihren Körper. In Ordnung, ich muss es versuchen. Vielleicht können wir irgendwann zusammen ein HIIT-Training machen. Das ist eine tolle Idee. Ich würde die Firma lieben. Wir können uns gegenseitig durch die schwierigen Teile motivieren. Hört sich gut an. Ich freue mich darauf. Neue Workouts mit einem Freund auszuprobieren macht mehr Spaß. Lektion 15: Ein tropisches Paradies in Südostasien. Hey Anna, ich habe erstaunliche Dinge über dieses tropische Paradies in Südostasien gehört. Wir sollten eine Reise dorthin planen. Wow, das klingt so aufregend. Was hast du davon gehört? Ich würde gerne mehr erfahren. Nun, ich habe gehört, dass die Strände absolut atemberaubend sind, mit kristallklarem Wasser und weißen Sandstränden. Und das üppige, tropische Laub soll atemberaubend sein. Das klingt nach meiner Art von Ort. Wissen Sie, welche Hauptattraktionen es gibt? Soweit ich gelesen habe, gibt es unglaubliche Wanderwege durch die Regenwälder,
auf denen Sie alle Arten exotischer Wildtiere beobachten können. Und die lokale Küche soll nicht von dieser Welt sein. Ich träume schon von all den leckeren, frischen Meeresfrüchten und tropischen Früchten. Dieser Ort klingt genau nach meinem Geschmack. Definitiv. Wir sollten bald anfangen, nach Flügen und Unterkünften zu suchen. Ich wette, es wird eine unvergessliche Reise. Ich kann es kaum erwarten. Lass es uns machen. Das wird unglaublich. Absolut. Ich freue mich sehr, dieses tropische Paradies mit dir zu erleben. Lektion 16: Traditionelle Bestattungspraktiken in Nordamerika. Hey Anna, wusstest du, dass es in einigen Teilen Nordamerikas traditionell ist, dass arme Menschen auf Staatskosten begraben werden? Wirklich? Das wusste ich nicht. Das ist interessant. Was kannst du mir noch über diese Tradition erzählen? Nun, es wird oft als Beerdigung eines Armen bezeichnet. Die Idee ist, dass der Staat eine einfache, schnörkellose Beerdigung für diejenigen bereitstellt, die es sich nicht selbst leisten können. Ich denke, das macht in gewisser Weise Sinn. Zumindest stellt es sicher, dass jeder ein ordentliches Begräbnis erhält, unabhängig von seiner finanziellen Situation. Exakt. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass niemand ohne eine würdige letzte Ruhestätte zurückbleibt. Das ist gut zu hören. Ich kann mir jedoch vorstellen, dass es ein sensibles Thema für diejenigen sein muss, die diesen Service in Anspruch nehmen müssen. Definitiv. Es kann als ein gewisses Stigma angesehen werden, obwohl es nur ein grundlegendes Maß an Respekt und Fürsorge bieten soll. Das kann ich verstehen. Es ist ein empfindliches Gleichgewicht zwischen Praktikabilität und Wahrung der Würde. Absolut. Es ist eine interessante kulturelle Praxis, die die Werte der Unterstützung der weniger Glücklichen in der Gesellschaft zum Ausdruck bringt. Lektion 17: Die spirituelle Präsenz in der amerikanischen Regierung. Hey Anna, wusstest du, dass die Idee der Spiritualität in der gesamten amerikanischen Regierung verbreitet ist, von den Häusern der Bundesstaaten bis hin zu Bundesämtern? Wow, das ist wirklich faszinierend. Mir war nicht bewusst, dass das spirituelle Element so tief in der Arbeitsweise der Regierung verwurzelt ist. Ja, das ist ziemlich interessant. Man sieht es an Dingen wie der architektonischen Gestaltung von Regierungsgebäuden, der Sprache, die in offiziellen Dokumenten verwendet wird, und sogar an den Ritualen und Zeremonien. Das ist wirklich faszinierend. Kannst du mir einige konkrete Beispiele dafür geben, wie sich diese spirituelle Präsenz manifestiert? Nun, zum einen sind viele Gebäude der Landeshauptstadt mit Kunstwerken, Statuen und Symbolen geschmückt, die religiöse oder spirituelle Themen widerspiegeln. Und die Sprache der Unabhängigkeitserklärung und der Verfassung ist stark moralisch und philosophisch untermauert. Das ist wirklich faszinierend. Ich denke, das spricht für die Rolle, die Glaube und Werte bei der Gestaltung der Grundlagen der amerikanischen Regierungsführung gespielt haben. Exakt. Es gibt eine tief verwurzelte Überzeugung, dass die Arbeit der Regierung und des öffentlichen Dienstes eine spirituelle Dimension hat. Das finde ich wirklich interessant. Es ist eine Perspektive, die nicht oft hervorgehoben wird, aber sie ist eindeutig ein wichtiger Teil des politischen und bürgerlichen Lebens in den USA. Absolut. Es ist ein faszinierender Aspekt der Geschichte und Kultur des Landes, der es wert ist, weiter erforscht zu werden. Lektion 18: Das bemerkenswerte Baby Didrikson. Hey Anna,
Wusstest du von der unglaublichen Sportlerin Beeb Didrichsen? Sie war eine der berühmtesten Sportfiguren des 20. Jahrhunderts. Beeb Didrichsen? Ich glaube nicht, dass ich sie kenne. Was hat sie so bemerkenswert gemacht? Nun, Beeb Didrichsen war ein amerikanischer Athlet, der sich in einer Vielzahl von Sportarten auszeichnete, darunter Leichtathletik, Basketball und Golf. Wow, das ist wirklich beeindruckend. Sie muss eine unglaublich vielseitige und talentierte Athletin gewesen sein. Absolut. Sie gilt als eine der besten Allround-Athletinnen aller Zeiten. Bei den Olympischen Spielen 1932 gewann sie Goldmedaillen im Speerwurf und im 80-Meter-Hürdenlauf. Das ist unglaublich. Es ist wirklich bemerkenswert, sich in so unterschiedlichen athletischen Disziplinen auszuzeichnen. Und das ist nicht einmal das volle Ausmaß ihrer Talente. Nach den Olympischen Spielen wurde sie Profigolferin und gewann 41 LPGA-Turniere, darunter 3 große Meisterschaften. Unglaublich! Sie muss eine unglaubliche Arbeitsmoral und natürliche athletische Fähigkeiten gehabt haben, um in so vielen verschiedenen Sportarten so viel zu erreichen. Definitiv. Beeb Didrichsen war wirklich eine Vorreiterin und Pionierin für den Frauensport. Sie ebnete den Weg für so viele Sportlerinnen, die nach ihr kamen. Lektion 19: Steigende Besucherzahlen bei den Spielen der Brooklyn Nets. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie ich die Teilnahme an den Basketballspielen der Brooklyn Nets erhöhen kann, insbesondere unter afroamerikanischen Fans. Das ist eine interessante Herausforderung. Welche Ideen haben Sie im Kopf? Nun, ich denke, eine wichtige Sache wäre, wirklich mit der lokalen Community in Kontakt zu treten und dafür zu sorgen, dass sich die Spiele für ein vielfältiges Publikum zugänglicher und einladender anfühlen. Das macht sehr viel Sinn. Welche Art von Öffentlichkeitsarbeit und Programmierung könnte Ihrer Meinung nach dabei helfen? Vielleicht Dinge wie das Ausrichten von Gemeinschaftsveranstaltungen in der Arena, die Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen und das Anbieten von ermäßigten Tickets oder speziellen Ticketpaketen. Das klingt nach großartigen Ideen. Das Spielerlebnis am Spieltag inklusiver und erschwinglicher zu gestalten, könnte viel bewirken. Exakt. Und ich denke auch, dass es wichtig wäre, die Spieler und ihre Geschichten so zu vermarkten, dass sie in der lokalen Gemeinschaft wirklich Anklang finden. Absolut. Die unterschiedlichen Hintergründe und Geschichten der Spieler hervorzuheben, könnte den Fans helfen, sich der Mannschaft stärker verbunden zu fühlen. Definitiv. Ich denke, es gibt viel Potenzial, die Fangemeinde zu vergrößern und die Netzspiele zu einem zentralen Bestandteil des kulturellen Gefüges Brooklyns zu machen. Lektion 20: Yoga und Körperbewusstsein. Guten Morgen, Anna. Hast du gehört, dass Yoga gut für die Körperwahrnehmung ist? Ah ja, darüber habe ich gelesen. Offenbar helfen dir die achtsamen Bewegungen und das Atmen beim Yoga dabei, dich wirklich auf deinen Körper einzustellen. Genau. Es ist erstaunlich, wie Yoga sie mehr damit in Kontakt bringen kann, wie sich ihr Körper anfühlt und bewegt. Definitiv. Ich finde, wenn ich regelmäßig Yoga mache, bin ich mir meiner Körperhaltung, meiner Muskelverspannungen und sogar kleiner Schmerzen viel bewusster. Das Gleiche hier. Es ist, als ob Yoga dir einen 6. Sinn für deinen Körper gibt. Absolut. Und dieses Körperbewusstsein kann zu einer verbesserten Balance, Flexibilität und sogar zu sportlicher Leistung führen. Absolut. Ich habe gemerkt,
dass sich meine Läufe und Workouts so viel reibungsloser anfühlen, seit ich angefangen habe, Yoga zu praktizieren. Das ist toll zu hören. Ich bin überzeugt, ich werde versuchen, mehr Yoga in meine Routine zu integrieren. Fantastisch, ich denke, du wirst die Vorteile für Körper und Geist wirklich genießen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Yoga-Empfehlungen wünschen. Lektion 21: Herausforderungen eines Baseballspielers. Hey Anna, hast du von den Herausforderungen gehört, vor denen der Baseballspieler Curt Floth steht? Nein, habe ich nicht. Was ist passiert? Nun, Floth war in den 1960er Jahren ein prominenter Baseballspieler, der die Reserveklausel der Liga in Frage stellte, die die Spieler im Wesentlichen lebenslang an ihre Teams band. Wow, das muss eine große Herausforderung gewesen sein. Was hat er getan? Floth weigerte sich, einen Tausch mit einem anderen Team anzunehmen und reichte stattdessen eine Klage gegen die Major League Baseball ein. Er argumentierte, dass die Reserveklausel gegen die Kartellgesetze verstoße. Das war ein mutiger Schritt. Wie ist es ausgegangen? Letztlich entschied der oberste Gerichtshof gegen Floth, aber sein Fall ebnete den Weg für eine moderne freie Entscheidungsfreiheit im Profisport. Ich verstehe. Obwohl er den Fall nicht gewann, hatte sein Handeln nachhaltige Auswirkungen auf die Branche. Exakt. Die Herausforderung von Floth war zu diesem Zeitpunkt zwar erfolglos, führte aber in den kommenden Jahren zu erheblichen Veränderungen in der Art und Weise, wie mit Spielerrechten umgegangen wurde. Lektion 22: Strandunterkünfte finden. Hey Anna, kennst du irgendwelche guten Übernachtungsmöglichkeiten in Strandnähe? Das tue ich sogar. Ich habe in letzter Zeit nach Strandurlauben gesucht und bin auf einige wirklich schöne Optionen gestoßen. Toll, ich würde gerne Ihre Empfehlungen hören. Ich plane einen kleinen Strandurlaub und möchte den perfekten Ort finden. Nun, es gibt ein bezauberndes kleines Bed und Breakfast nur ein paar Blocks vom Ufer entfernt, das wunderschön aussieht. Es erhält tolle Kritiken für seine gemütlichen Zimmer und seine malerische Lage. Das klingt ideal. Wie wäre es mit etwas Modernerem und direkt am Strand? Lass mich nachdenken. Es gibt ein schickes neues Resort direkt am Strand, das einen atemberaubenden Meerblick und alle Annehmlichkeiten bietet, die man sich nur wünschen kann. Oh, das klingt nach meiner Art von Ort. Wie heißt das Resort? Es heißt The Oceanside. Ich habe gehört, dass die Zimmer geräumig sind und der Poolbereich fantastisch ist. Toll, das muss ich mir mal ansehen. Danke für die Empfehlungen. Sie haben mir einige großartige Optionen gegeben, die ich in Betracht ziehen sollte. Lektion 23: Ehrlichkeit ist die beste Politik. Hey Anna, ich muss dir etwas gestehen. Ach, was ist es? Nun, neulich habe ich dir erzählt, dass ich eine wichtige Lektion über Ehrlichkeit gelernt habe, aber die Wahrheit ist, dass ich diese Lektion noch nicht wirklich gelernt habe. Ich verstehe. Also hattest du mich deswegen angelogen? Ja, es tut mir wirklich leid. Ehrlichkeit ist mir so wichtig und ich fühle mich schrecklich, wenn ich dich so täusche. Ich weiß es zu schätzen, dass du das jetzt offen sagst. Ehrlichkeit ist in der Tat die beste Politik. Du hast absolut recht. Ich habe gelernt, dass es besser ist, ehrlich zu sein, auch wenn es schwierig ist, als zu versuchen, etwas zu vertuschen.
Ich freue mich, dass du das gemerkt hast. Ehrlichkeit schafft Vertrauen, und das ist in jeder Beziehung so wichtig. Du hast völlig recht. Ich verspreche, dass ich in Zukunft ehrlicher sein werde. Ich schätze unsere Freundschaft zu sehr, um sie durch Unehrlichkeit aufs Spiel zu setzen. Lektion 24: Tipps für Zugreisen. Hallo Anna, ich plane meine erste Zugreise und ich könnte ein paar Tipps gebrauchen. Hast du irgendwelche Tipps für einen ersten Zugreisenden wie mich? Unbedingt. Ich habe schon einige Zugreisen unternommen, daher würde ich gerne einige hilfreiche Tipps mit Ihnen teilen. Toll, ich bin ganz Ohr. Was sollte ich bei der Vorbereitung meiner Reise beachten? Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie etwas früher am Bahnhof ankommen, für den Fall, dass es zu Verzögerungen oder Fahrplanänderungen kommt. Okay, gut zu wissen. Was sonst? Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie alle Ihre Tickets und Reisedokumente griffbereit haben. Es ist eine gute Idee, diese zu überprüfen, bevor Sie in den Zug einsteigen. Ich hab's. Gibt es sonst noch etwas, das ich beachten sollte? Ja, bringen Sie ein paar Snacks und Unterhaltung für die Reise mit. Zugfahrten können lang sein, daher ist es wichtig, Dinge zu haben, die Sie beschäftigen. Das ist ein toller Tipp. Ich werde sicherstellen, dass ich ein paar Bücher, Zeitschriften und vielleicht sogar ein tragbares Ladegerät für meine Geräte einpacke. Lektion 25: Tierabenteuer. Es war unglaublich. Ich sah riesige graue Elefanten, verspielte Hasen und sogar einige gruselig aussehende Krokodile. Wow, das klingt nach einem ziemlichen Abenteuer. Ich würde es mir gerne ansehen. Hast du irgendwelche guten Fotos gemacht? Hab ich. Hier, lass es mich dir zeigen. Schau dir die Größe des Elefanten an. Er ist riesig. Unglaublich. Und oh mein Gott, diese Hasen sind so süß. Ich will sie streicheln gehen. Ich weiß, oder? Aber Vorsicht vor den Krokodilen, sie sahen ziemlich wild aus. Vermerkt. Ich werde auf jeden Fall Abstand zu denen halten. Wann können wir zusammen hingehen? Wie wäre es mit diesem Wochenende? Ich würde gerne mit dir den Zoo erkunden. Klingt perfekt. Ich kann es kaum erwarten, all die tollen Tiere zu sehen. Ich auch nicht. Es wird eine wilde Zeit. Lektion 26: Ripple-Effekte. Hey Anna, hast du von dem zufälligen Akt der Freundlichkeit gehört, den jemand neulich getan hat? Nein, was ist passiert? Ich liebe es, Geschichten über Freundlichkeit zu hören. Offenbar bezahlte ein Fremder den Kaffee der Person hinter ihnen in der Schlange. Und diese Person hat dann auch die Bestellung der nächsten Person bezahlt. Das ist unglaublich. Es ist erstaunlich, wie eine kleine Handlung einen Dominoeffekt haben kann, nicht wahr? Absolut. Es zeigt nur, wie ein bisschen Freundlichkeit andere dazu inspirieren kann, dasselbe zu tun. Ich weiß, es ist so herzerwärmend. Ich wünschte, wir würden mehr davon auf der Welt sehen. Ich auch. Es macht wirklich Lust, rauszugehen und etwas Nettes für jemand anderen zu tun. Definitiv. Ich werde nach Möglichkeiten Ausschau halten, um ein bisschen mehr Freundlichkeit zu verbreiten.
Das ist eine tolle Idee. Selbst kleinste Gesten können einen großen Unterschied machen. Lektion 27. Abenteuer im pazifischen Nordwesten. Hey Anna, warst du schon einmal im pazifischen Nordwesten? Nein, habe ich eigentlich nicht. Ich habe aber gehört, dass es wunderschön ist. Warum fragst du? Nun, ich dachte darüber nach, dort einen kleinen Kurzurlaub zu planen. Vielleicht nach British Columbia oder sogar Seattle. Das klingt unglaublich. Die Landschaft in diesem Teil der Welt ist einfach atemberaubend. Ich weiß, oder? Ich habe so viele unglaubliche Fotos von Bergen, Wäldern und Küsten gesehen. Es steht definitiv auf meiner Reisebucketliste. Die Natur dort sieht einfach so ruhig und friedlich aus. Absolut. Ich denke, eine schöne, entspannende Reise, um wieder mit der Natur in Kontakt zu kommen, wäre perfekt. Definitiv. Und das Essen in dieser Region soll auch unglaublich sein. Oh, ich hatte noch nicht einmal an das Essen gedacht. Jetzt freue ich mich noch mehr. Lektion 28. Sensitive Themen. Hey Anna, ich wollte dich nach etwas fragen, aber ich bin mir nicht sicher, wie ich es ansprechen soll. Ach, was ist es? Du kannst dich immer wohl fühlen, wenn du mit mir sprichst. Es ist nur, naja, ich habe neulich diesen Artikel über ein sensibles Thema gelesen. Und es hat mich zum Nachdenken gebracht. Ich verstehe. Nun, du weißt, dass ich hier bin, um zuzuhören, wenn du darüber reden willst. Worum ging es in dem Artikel? Es ging um die Gegenreaktion, mit der einige Leute aufgrund ihrer Kommentare konfrontiert waren. Sie wissen schon, die ganze Debatte über die Absage der Kultur. Ah, ich verstehe. Das kann sicherlich ein kniffliges und kontroverses Thema sein. Ja, genau. Ich möchte nichts sagen, was falsch interpretiert oder als beleidigend angesehen werden könnte. Ich weiß es zu schätzen, dass du vorsichtig damit umgehst. Es ist ein komplexes Thema ohne einfache Antworten. Absolut. Ich wollte nur deine Meinung dazu, falls es dir nichts ausmacht. Es ist nicht die Fatwa, die abstoßend ist, verstehst du, aber ich erwähne sie der etwas ungemäßigtere Moslem. Lektion 29. Das Weltgeschehen auf dem Laufenden halten. Hey Anna, hast du letztes Jahr die Nachricht erhalten, dass Großbritannien die Beziehungen zum Iran bei der UNO erneuert hat? Nein, das habe ich verpasst. Was ist genau passiert? Nun, nach Jahren der Spannungen beschlossen die beiden Länder 1990, die diplomatischen Beziehungen wiederherzustellen. Es war ein großer Schritt auf der globalen Bühne. Ah, ich verstehe. Das ist interessant. Ich frage mich, was zu dieser Entscheidung geführt hat. Soweit ich weiß, hatte es mit der sich ändernden geopolitischen Dynamik und dem Wunsch zu tun, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu verbessern. Macht Sinn. Weltpolitik kann manchmal so komplex sein. Definitiv. Hinter den Kulissen passiert immer mehr, als man denkt. Ganz gewiss. Es lohnt sich, im Auge zu behalten, wie sich diese Beziehung in Zukunft entwickelt. Absolut. Entwicklungen wie diese können sich auf der ganzen Welt auswirken.
Lektion 30. Poetische Überlegungen. Guten Morgen, Anna. Ich habe neulich gerade an meinen Lieblingsdichter gedacht. Oh, wirklich? Wer ist es? Aeschylus. Er hat diesen schönen Satz darüber, wie im Schlaf der Schmerz, den wir nicht vergessen können, Tropfen für Tropfen auf das Herz fällt. Wow, das ist ein kraftvolles und poetisches Bild. Ich verstehe, warum er dein Favorit ist. Ja, sein Schreiben hat eine so eindringliche, lyrische Qualität. Das bringt dich wirklich zum Nachdenken. Das kann ich mir vorstellen. Poesie hat die Möglichkeit, die menschliche Erfahrung auf diese tiefgründige Weise einzufangen. Definitiv. Es ist eine Kunst, Wörter aneinander zu reihen, um Emotionen und Bedeutung hervorzurufen. Absolut. Poesie erinnert uns an die Schönheit und Komplexität der einfachsten Dinge. Gut gesagt. Es ist ein echtes Geschenk, diese universellen Wahrheiten in Versen zusammenfassen zu können. Lektion 31. Ziele erreichen. Hey Anna, wie geht es dir bei der Arbeit in letzter Zeit? Uff, um ehrlich zu sein, war es ein bisschen schwierig. Der Versuch, meine Ziele zu erreichen, war wirklich schwierig. Oh nein, es tut mir leid, das zu hören. Vor welchen Herausforderungen standen Sie? Nur das übliche, enge Termine, begrenzte Ressourcen, schwankende Prioritäten. Es kann sich manchmal unerbittlich anfühlen. Das kann ich mir vorstellen. Ziele in einer Hochdruckumgebung zu erreichen ist nie einfach. Definitiv nicht. Aber ich versuche positiv zu bleiben und mich auf das zu konzentrieren, was ich kontrollieren kann. Das ist eine großartige Einstellung. Den Kopf hoch zu halten macht einen großen Unterschied. Das tut es. Und ich weiß, dass ich nicht allein bin, meine Teamkollegen sitzen im selben Boot. Nun, das ist zumindest gut. Sich aufeinander zu stützen hilft, die schwierigen Zeiten zu überstehen. Lektion 32. Organisation des Badezimmers. Hey Anna, hast du diese neuen Aufbewahrungslösungen für kleine Badezimmer gesehen? Sie sehen super praktisch aus. Nein, habe ich nicht. Von welchen Lösungen sprichst du? Alle möglichen Dinge, Regale über der Toilette, Hängewagen, kompakte Waschtische, solche Sachen. Oh wow, das klingt wirklich nützlich. In Bädern ist der Platz immer knapp. Vollkommen. Diese Lösungen scheinen so konzipiert zu sein, dass sie jeden Zentimeter maximieren, ohne überladen auszusehen. Das ist brillant. Kleine Badezimmer können sich so eng anfühlen, wenn sie nicht die richtige Einrichtung haben. Definitiv. Diese Produkte scheinen einfach viele der häufigsten Probleme zu lösen. Das muss ich mir ansehen. Alles, was dazu beitragen kann, ein winziges Badezimmer zu rationalisieren, ist ein Wendepunkt. Einverstanden. Es ist erstaunlich, welchen Unterschied der richtige Speicher machen kann. Lektion 33. Planung von Outdoor-Abenteuern. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, eine Rucksacktour zu machen. Was denkst du? Oh, das klingt aufregend. Wo wolltest du hingehen? Ich bin mir noch nicht sicher, ich bin noch in der frühen Planungsphase.
Aber ich bin offen für Vorschläge. Nun, es gibt so viele tolle Wanderziele, dass es schwer ist, sich zu entscheiden. Haben Sie den pazifischen Nordwesten in Betracht gezogen? Das ist eine gute Idee. Die Landschaft dort soll absolut atemberaubend sein. Definitiv. Die Berge, Wälder und die Küste sorgen für ein unglaubliches Outdoor-Erlebnis. Das klingt genau nach meinem Geschmack. Ich liebe es, so in die Natur einzutauchen. Das gleiche hier. Es ist so erfrischend, abzuschalten und einfach im Moment präsent zu sein. Könnte nicht mehr zustimmen. Eine gute Rucksackreise ist der perfekte Reset. Lektion 34. Die besten auswählen. Hey Anna, ich bin heute Morgen einkaufen gegangen. Ich habe das beste Obst und Gemüse für uns ausgewählt. Das ist großartig, John. Was hast du am Ende bekommen? Nun, ich habe ein paar perfekt reife Avocados, saftige Tomaten und knackigen Salat gefunden. Ich habe auch einen Karton mit frischer, cremiger Milch bekommen. Wunderbar. Milchprodukte sind so wichtig für eine ausgewogene Ernährung. Absolut. Ich habe darauf geachtet, Artikel von höchster Qualität auszuwählen. Ich möchte, dass wir die perfekten Zutaten für unsere Mahlzeiten haben. Du machst immer so gute Arbeit, wenn du die besten Produkte auswählst. Ich bin sicher, was auch immer du gekauft hast, wird köstlich sein. Ich freue mich, dass du das denkst. Ich habe mir Zeit genommen, um sicherzustellen, dass ich die frischesten und schmackhaftesten Optionen bekomme. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was sie sich in der Küche mit all diesen fantastischen Zutaten einfallen lassen. Ich auch nicht. Ich habe ein paar leckere Rezeptideen im Kopf, von denen ich denke, dass sie dir wirklich gefallen werden. Lektion 35. Schönes neues Outfit. Hey Anna, mir ist aufgefallen, dass du heute ein neues Kleid trägst. Es sieht umwerfend an dir aus. Oh, danke John. Ich habe es gerade am Wochenende gekauft. Es ist ein schönes Marineblau mit Blumendrucken. Klingt wunderschön. Hast du beim Einkaufen noch andere neue Klamotten gekauft? Ja, ich habe auch ein wirklich schönes Paar Sandalen bekommen, die perfekt zum Kleid passen. Das ist großartig. Das ganze Outfit klingt wirklich zusammengestellt und stylisch. Ich bin so glücklich mit meinen Einkäufen. Ich fühle mich so selbstbewusst und wohl in diesem neuen Outfit. Es steht dir wirklich gut. Du hast immer so einen großartigen Sinn für Mode. Oh, du bist so süß. Ich finde einfach gerne Teile, bei denen ich mich am besten fühle. Nun, mit diesem hast du es definitiv geschafft. Du siehst toll aus.